Vielen Dank, Monika, für die Einladung bei diesem Doktorandenkolloquium. In meinem Beitrag geht es, also ich werde über den Zusammenhang zwischen Edith Steins Verständnis der Person und dem Wesen und der Rolle der Frau in der Gesellschaft. Die steht im Zusammenhang mit dem umfassenden Thema des Frauenbegriffs in Edith Steins philosophischem und theologischem Denken. Stein wird der Verdienst zugeschrieben, über Komplementarität gesprochen zu haben, um die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Frauen und Männern sowie die Beziehungen zwischen ihnen zu erklären. Komplementarität ist das Konzept, das zur Erklärung der Unterschiede zwischen Mann und Frau im Rahmen des rationalen Feminismus verwendet wird. Aufgrund ihrer Auffassung, dass die Seele der Körper formt, würde sie auch als Essentialistin bezeichnet, wenn es um die Beschreibung der Person ging. In diesem Aufsatz wird die Frage gestellt, ob Stein in ihren Schriften ausdrücklich die Komplementarität als eine Möglichkeit zur Erklärung der Beziehungen zwischen den Geschlechtern vorschlägt. Zudem wird in diesem Aufsatz argumentiert, dass ihre Sicht der Person von Integrität geprägt ist und aufgrund ihrer Verständnisse von der Seele, die den Körper formt, als essentialistisch bezeichnet werden kann. Sie ist innovativ, indem sie Konzepte der phänomenologischen Bewegung wie das Lernen über den anderen durch Einfühlung in der Person integriert. Daneben verbindet sie in ihrer Analyse ein thomistisches Verständnis der Beziehung von Körper und Seele. Es wird auch argumentiert, dass Stein den Beruf des Mannes und der Frau nach Natur- und Gnadenordnung ein Beispiel von zwei sich ergänzenden Händen anführt. Aber sie hat auch ein früheres Beispiel von Mann und Frau, die sich gegenseitig spiegeln. Beide Beispiele stehen im Zusammenhang mit ihrer Analyse der beiden Schöpfererzählungen in Genesis, ihre Herangeweise in die Frage, das Verhältnis der Geschlechter war nuancierter, als ihr oft zugeschrieben ist. Der Grund für die Nuancen in Steins Denken über Mann und Frau ist das Ergebnis einer Kombination aus phänomenologischem Thomismus, Bibelstudium, ihre Erfahrungen als Lehrerin und auch ihre Gebrauch der Psychologie. Darin spiegeln sich auch ihre Bemühungen wider, die sie seit ihrer Konversion untergenommen hat, um ihre philosophischen Denken in der katholischen Lehre und ihre jüdische Erbe in Einklang zu bringen. Die Frau, ihr Wesen und ihre Stellung in der Gesellschaft waren Themen, mit denen sich Stein über einen langen Zeitraum hinweg beschäftigt. Als atheistischer Wissenschaftler, die von einer festen Universitätsstelle ausgeschlossen wurde, auch weil sie sowohl eine Frau als eine Katholikin war, sah sie sich mit bestimmten Interpretationen darüber konfrontiert, was eine katholische Frau im Prinzip sein sollte. In dem Prozess, ihre philosophische Ausbildung mit der katholischen Theologie in Einklang zu bringen, lernten sie Aspekte der Bibel und der katholischen Lehre kennen, die für ihr späteres Denken über die Frauenfrage von zentraler Bedeutung waren. Stein kann in das feministische Denken ihrer Zeit eingeordnet werden. Daher ist es wichtig, sowohl die Fragen zur Frau verstehen, auf die Stein reagiert, als auch die Feminismen, mit denen sie sich auseinandersetzen. Die stellte ihre Schriften in einen breiteren Kontext der Antworten auf soziale Bedenken darüber, was der Eintritt von Frauen in die Bildung und die Arbeitswelt für die Gesellschaft bedeuten würde. Historisch gesehen lassen sich die Fragen zur Frau grob in 4 Kategorien einteilen. Metaphysisch sind Mann und Frau im Wesentlichen gleich oder verschieden. In Bezug auf die Naturphilosophie, wie wirken sich biologische Unterschiede auf die Fähigkeiten aus? In Bezug auf die Weisheit sind sie in der Lage, dieselben Dinge zu wissen. Und in Bezug auf die Tugend verändern sie ihre sichtbaren Unterschiede, ihre Fähigkeiten in der Tugend zu wachsen. Stein hat ihre Ursprünge, also diese Fragen haben ihre Ursprünge in der griechischen Philosophie. Die meisten Antworten zu diesen Fragen sind nicht eindeutig in eine oder andere Kategorien eingeordnet und auch nicht Steines Antworten. Stein, also durch ihre Vorlesung geht ganz klar, dass sie sowohl mit der Frage der Metaphysik
als auch mit der Frage der Weisheit befasst. Schon früh zeigte sich in Verständnis und Akzeptanz des rationalen Feminismus. Der relationale Feminismus stützt sich vor allem auf die Vorstellung von der Fähigkeit der Frau, Gemeinschaft zu schaffen. Und dies war für ihr Denken von zentraler Bedeutung. Ihr ganzes Leben lang strebt Stein danach, in Gemeinschaft zu leben und zu wachsen. Dies zeigt sich insbesondere in ihrem Verständnis der Person als inhärent relational. Dies kommt zuerst in ihrer Arbeit über die Einfühlung zum Ausdruck, in der sie vorschlägt, dass Menschen der andere durch die Begegnung mit den anderen kennenlernen. Für Stein war die Vorstellung von der Person, die der pädagogischen Theorie zugrunde lag, Teil einer umfassenden Weltanschauung. Dazu gehörte Ideen über den Platz des Menschen in der Welt, seine Rolle im Leben und die praktischen Möglichkeiten, die diese Rolle bot. Stein erkannte zwar Aufklärung und bestimmte positive Elemente der Bildungsstruktur ihrer Zeit, sah sie aber auch als ein Produkt der Aufklärung und eine vorbestehende deutsche Idealismus. Im Gegenteil dazu war die Vision des Menschen im Steins Weltanschauung, die eines freien und zur Vollkommenheit berufenen Menschen. In diese Freiheit kann jede Einzelne eine spezifische Rolle erfüllen, durch die zum Fortschritt der Gesellschaft beiträgt. Das Deutschland in Zwischenkriegszeit herrschende Erziehungssystem scheiterte daran, dass die Selbstentwicklung des Einzelnen ausschließend auf sich selbst gerichtet war. Also nicht auf die Gemeinschaft, sondern sich selbst. Stein sieht in diese so als Individualismus eine der Ursachen für die Probleme, die die deutsche Gesellschaft in der Kriegszwischenzeit erfahren hat. Dieser Individualismus verlegte die Erlösung der Menschheit in der Kultur, die als Höhepunkt und rettende Gnade für die Menschheit angesehen wurde. Damit entfiel die Offenbarung als Grundlage der menschlichen Erlösung. Die positivistische und materialistische Natur der Bindung, das ein Produkt der Aufklärung war, bot eine Vision des Menschen an, aber nicht die einzige Vision. Der Mensch ist sich seines inneren Lebens am meisten bewusst, wenn etwas die öffentliche oder private Ordnung, in der er lebt, stört. Die besten Beispiele dafür finden sich in literarischen Meisterwerken wie denen von Dostojewski oder Tolstoi. Die gewissen Erforschung, die die deutsche Gesellschaft in der Zwischenkriegszeit durchlief, öffnete die Tür für eine Abkehr vom Bildungssystem, das seit der Aufklärung vorherrscht. Stein vertrat die Auffassung, dass die Erziehung berücksichtigt müsse, dass der Mensch mehr ist als Stoff. Das bedeutet, dass dem Kind bereits etwas in seinem Inneren eingeschrieben ist und die Erziehung sich nur in dessen Bewusstsein entwickeln können. Steins Antwort auf diese Krise besteht darin, eine Vorstellung von der Person vorzuschlagen, die erkennt bestimmte Aspekte, die die christliche Metaphysik und der Humanismus gemeinsam haben. Ein grundlegender Aspekt in der Glaube an die Güte der menschlichen Natur zum Beispiel, an die Freiheit der Person und daran, dass jeder Mensch zur Vollkommenheit berufen ist. Und dass dieser Ruf zur Vollkommenheit eine Verantwortung für die gesamte Menschheit mit sich bringt. Stein erkannte, dass nach dem Sündenfall der Harmonie, die Harmonie in Menschen, insbesondere seine Fähigkeit, seine Innere zu erkennen, beschädigt worden war. Jungen Menschen zu helfen, die Verbundenheit von Körper und Seele zu verstehen, war der Schlüssel der Heilung dieser Scharen. Also vor und nach ihrer Bekehrung griff Stein auf die Psychologiestudium zurück, um das Herausstellung von Gemeinsamkeiten zu erleichtern. Vor allem zu Beginn der 20er Jahre greift Stein auf ihre eigenen Erfahrungen als Frau und auf jene, die sie bei anderen Frauen beobachtet, zurück und nutzt die Psychologie, um sie zu analysieren und darüber zu schreiben. Sie ist sich zwar der Probleme der Psychologie bewusst, vor allem im Bereich der experimentalen Psychologie, aber sie sieht in der frühen Tradition der Disziplin, als sie als Wissenschaft der Seele bezeichnet worden war. Also zum Beispiel in die 19. Jahrhundert, also wie die Psychologie gegründet war. Sie hat zum Beispiel von Carl Gustav Carus ein Buch geschrieben über die Geschichte der Seele. Also die Seele war so die Gründung dieser erste frühere Psychologie.
Also die Psychologie sprach allgemein von der Seele und entwickelte Parameter, mit denen man arbeiten können. Aber sie war sich die Gefahr, also eine verallgemeinern, allein aus der Erfahrung heraus. Also Stein wollte das vermeiden. Und sie versuchte mit der phänomenologischen Methode ein Gegengewicht zu schaffen. Ihre Bekehrung führte eine weitere Dimension hinaus, die ihr Denken und Schreiben über dieses Thema bestimmten. In ihren Schriften unterscheidet sich häufig zwischen dem, was nur mit der natürlichen Vernunft gedacht oder erkannt werden kann, und der Schlussfolgerungen, die mit den Augen des Glaubens gezogen werden können. Nach ihrer Bekehrung und unter Einfluss von Thomas von Aquin wurde die zentrale Bedeutung der Seele für die Personensein in ihrem Denken hervorgehoben. Dies hat Konsequenzen für ihr Denken über das Handeln von Frauen der Gesellschaft, auch über die Bildung von Frauen, zumal sie zu dem Schluss kommt, dass es eine weibliche und eine männliche Seele gibt. Also sie hat diese Frage immer gestellt. Wie bei den meisten Schriften, ihre Schriften seien darauf bedacht, ihre eigene Schlussfolgerung zu hinterfragen. Sie fragt sich, ob es möglich ist, allgemein von einer weiblichen Seele zu sprechen und ob es tatsächlich eine getrennte weibliche und eine männliche Seele gibt. Um ihre Überlegungen zu erläutern, greift Stein auf die Literatur zurück. Sie verwendet zum Beispiel Sigrid Undsets Olaf Oudsson, Goethes Epiphanie, Ibsens Nora. Dabei geht sie der Frage nach, ob sie aus unterschiedlichen Erscheinungsformen der Frau eine gemeinsame Basis finden lassen können, um ein allgemeines Bild der weiblichen Seele zu entwerfen. Also jede Figur verkörpert eine spezifische Art und Weise, das Leben zu leben, aber alle diese Arten haben im Kern einen Wunsch, also Liebe zu geben und Liebe zu empfangen. Dieser Wunsch nach Liebe führt von Alltag zu einem höheren Wesen und einer Selbsthingabe. Stein macht den Unterschied, dass es zwar viele Formen gibt, die das weibliche Leben annehmen kann, aber im Kern der Wunsch nach einer tiefe, liebevolle Vereinigung mit anderen steht und diese Vereinigung den Wunsch weckt, anderen zu helfen, um Vollständigkeit zu erreichen. Also zum Beispiel Peter Tyler merkt an, dass Steins Liebe zur Seele nicht nur ein Produkt ihres psychologischen Studiums war, sondern eng mit ihrem Interesse an Themen der Einfühlung verbunden war. Husserl hatte mit dem Thema der Einfühlung begonnen, sich ihm aber nicht ganz zugewandt war. Und Stein schreibt darüber in ihrer Doktorarbeit. Die Einfühlung ist in diesem Zusammenhang weiter gefasst als die Lexikodefinition von Einfühlung als Fähigkeit, sich in eine andere Menschen hineinzuverstehen. Die Einfühlung, wie sie in Steins Doktorarbeit dargestellt wird, ist die Fähigkeit, den anderen intim zu kennen. Die menschliche Fähigkeit, die Stein bei anderen beobachtete, eine Gemeinschaft zu bilden, war der Grund für diese Interesse. Schon früh ebnete Steins Interesse an der Beziehung zwischen Menschen den Weg für die Ablehnung des Konzepts des isolierten Individuums, das sie in der experimentalen Psychologie und in der Feminismus ihrer Zeit wahrnahm. Der Kampf um die Emanzipation der Frau hatte einen individualistischen Zug, der im Widerspruch zu dem stand, was Stein für das Wohlergehen der Gesellschaft als notwendig erachtete. Stein findet ein Gleichgewicht zwischen dem Individuum und der Gemeinschaft. In ihrem Konzept ist das Wohlergehen der Einzelne eng mit dem Wohlergehen der Gemeinschaft verknüpft und beide unterstützen sich gegenseitig in ihrer Entwicklung. Ein sich gut entwickelndes Individuum garantiert eine gesunde Gesellschaft. Man könnte sich fragen, ob dies auch für Individuen gilt, die in einer Krisenzeit geboren wurde, in der niemand der Gesellschaft sie so erziehen könnte, dass sie sich voll entwickeln könnte. Oder ob eine schlecht funktionierende Gemeinschaft die Individualität tatsächlich unterdrücken könnte. Dafür gibt es so eine Präzedenzfälle in der Geschichte. Zu diesem Gleichgewicht zwischen Individuum und Gemeinschaft gehörte auch die Frage nach dem Verhältnis zwischen Mann und Frau.
Stein stellt die Frage, ob es möglich ist, von unterschiedlicher weiblicher und männlicher Seele zu sprechen. Also wir kommen wieder zu dieser Frage. Und ob die beobachtenden allgemeine Merkmale nützlich sein können, diese Unterschiede herauszuarbeiten. Sie stellt diese Frage im Licht ihrer Überlegungen zur feministischen Bewegung und zum damaligen Verständnis von Berufung. Stein gibt ein tieferes Verständnis, die Berufung von Frauen einräumt und parallel zu ihren Überlegungen über spezifische weibliche Merkmale verläuft. Also in den letzten 10 Jahren haben die Schriften über die Möglichkeit eines katholischen Feminismus zugenommen und ihr Stein ist häufig zitiert. Insbesondere wird ihr zugeschrieben von Männern von Komplementarität als einen Weg zum Verständnis der Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen Männern und Frauen gesprochen zu haben. Also Stein hat jedoch nicht ausdrücklich von Komplementarität gesprochen. Ihre Vision von Mann und Frau ist biblisch begründet und mit Bezug auf die Trinität durchdacht und wird durch eine thomistische Verständnis der Seele ergänzt. Es gibt jedoch eine Passage in ihrer Vorlesung, und ich spreche jetzt hier von Beruf des Mannes und der Frau nach Natur und Gnade, Ordnung, also die als Hinweise auf die Komplementarität interpretiert werden könnte. Wie bei den meisten ihrer Schriften scheint Stein einen so Mittelweg gesucht zu haben, denn die Wissenschaftlerin zum Beispiel Prudenzialen als fraktionale Komplementarität bezeichnet hat. Aber Stein hat so versucht, die Stereotypen und Polarität zu vermeiden. Also manchmal entsteht diese Polarität, manchmal entsteht können, wenn man die Komplementarität zur Erklärung der Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen Männern und Frauen verwendet. Aber Stein hat versucht, diese Polarität und diese Stereotypen zu vermeiden. Es ist daher wichtig, besser zu verstehen, was sie versucht hat, die bestimmte Passage von dieser Vorlesung zuzuwenden, um zu verstehen, wirklich, warum sie so interpretiert ist und was sie wirklich bedeutet hat, also was sie geschrieben hat. So, der genaue Wortlaut lautet: Man kann sich darunter einen Spiegel bedenken, in dem der Mann seine eigene Natur erblicken könnte. So fassen es die Übersetzungen, die von einer gleichen Gehilfen sprechen. Man kann aber auch an ein Gegenstück, eine Pendant, denken, sodass wohl beide einander gleichen, aber doch nicht ganz, sondern so, dass ergänzen wie eine Hand die andere. Also sie hat diese Paragraph geschrieben, um zu erklären, die Schöpfungserzählung von Genesis 2, besonders ein Teil, die in Hebräisch Ezer Kenegdo steht, die nach anderer Sprache nicht eine ganz klare Übersetzung gibt. Also auf Deutsch ist es eine Hilfe wie im Gegenüber übersetzt und sie hat diesen Teil hier beschrieben. Also in Abbetracht der Bedeutung von Edith Steins Schriften für den heutigen rationalen Feminismus lohnt es sich, diese Passage wirklich durchzugehen, um zu unterscheiden. Diese Aussage ist Steins Erklärung eine Passage. Und wie kann man das wirklich verstehen? Sie zeigt 2 Möglichkeiten auf, wie die Passage verstanden werden kann. Erstens sind Mann und Frau wie Spiegel füreinander. Sie können das Wesen des anderen in jeweils andere sehen. Also die Mann und die Frau können sich einander sehen. Zweitens vergleicht sich Mann und Frau als 2 Hände, die sich gegenseitig halten. Also das Wort ergänzen kann zu anderer Sprache als Komplement übersetzt, aber es gibt so andere Bedeutungen, vervollständigen, Abänder. Also es gibt die Klarstellung, die sie hinzufügt, dass die Ergänzung als 2 Hände zu verstehen ist, die wie ein Kontrapunkt zueinander passen, scheint wichtiger zu sein als die eigentliche Vervollständigung. Stein erklärt nicht, wie die Hände aussehen, ob es eine weibliche oder eine männliche, eine kleine oder eine große ist, sondern sie gibt das Bild des Ineinandergreifens. Stein scheint über die Natur nachzudenken, mit der Gott die Menschen geschaffen hat. Die Handlung der gegenseitigen Vervollständigung muss im Sinne des biblischen Gedankens verstanden werden, denn sie in Betracht zog, nicht durch
das, was uns die Sprache als Direktübersetzung des von ihr verwendeten Wortes sagen würde. Also in 1. Korinther 12 spricht Paulus davon, dass jeder Mensch verschiedene Gaben vom Geist empfängt, damit jedes Glied dem Ganzen dient. Von der Betrachtung von Genesis 2 hat Stein wieder zu der erste Genesis als erschaffene Erzählung erläutert, die mit der Imago Dei beginnt. Mann und Frau wurden nach dem Bild Gottes geschaffen. Stein erläutert, dass Gott die Menschen von Anfang an zwar als Mann und Frau schuf, die Berufung für die beide aber dieselbe war. Also Gott hat beide dazu berufen, 3 Aufgaben zu erfüllen. An keiner also das Ebenbild Gottes auf Erde zu sein, das ist die erste. Die zweite, neues Leben hervorzubringen. Und die dritte, über die Erde zu herrschen. An keiner Stelle in dieser Erzählung legt Gott fest, wer welche Aufgabe zu erfüllen hat. Beide sind zu alle 3 Aufgaben berufen. An diesem Punkt wendet sich wieder zu Genesis 2 und der Tatsache, dass in der Schöpfungserzählung Adam von Eva erschaffen wird. Sie erläutert diesen Blick auf die Trinität. Also Gott hat Adam erschaffen, aber die Tatsache, dass er nicht allein sein kann, ergibt sich daraus, dass es nach Gottes Bild erschaffen würde. Also da Gott nicht einer ist, sondern 3, also dreieinig, ist auch der Mensch. Also der Mensch, da er nach Gott erschaffen ist auch dreieinig. So von Gott kommt der Sohn, von ihm der Heilige Geist. So ist auch mit der Menschheit. Aus Adam kommt Eva und aus ihnen die Generation. Die Menschheit ist nicht nur nach dem Bild Gottes geschaffen, sondern ihre Schöpfung spiegelt die innere trinitarische Bewegung wider. Wir wissen, dass dies ein Thema ist, über das sie viele Jahre lang nachgedacht hat und dass sie durch die Beobachtungen ihrer Schülerin in den Jahren, in denen sie an der Mädchenschule in Speyer arbeitet, ergänzt hat. Sie hat auch korrespondiert mit Raisa Maritan und mit Thomas Angelika Walter über dieses Thema. Beide Frauen waren katholische Philosophen in der Zwischenkriegszeit, die auch über die Frau geschrieben hat. Während Raisa Maritan vor allem durch ihren Mann Jacques Maritain recht gut bekannt ist Thomas Angelika Walter noch nicht gründlich erforscht. Also Jacques Maritain ist einer der wichtigen Theoretiker des Begriffs der Komplementarität. Und Thomas Angelika schreibt Rhythmen der Geschlechter zwischen Individuen, also zu erklären, warum dieser Unterschied gibt. Also der menschliche Natur als männlich und weiblich zu betrachten. Nach der Lektüre in ihrem Buches fragt sich Stein, ob die Unterschiede also nach dem Buch, das Thomas Angelika geschrieben hat, ob die Unterschiede zwischen Mann und Frau lediglich eine Frage der Seinweise sein könnte. Ob es einen Unterschied in der substanziellen Form gibt. Also sie hat diese Frage zwischen diese beiden philosophischen Traditionen und sie wollte so einen Mittelpunkt finden. Sie war nicht ganz einverstanden, entweder mit die Komplementarität von Jacques Maritain oder von Raisa Maritain und auch nicht mit dieser so Rhythmenform von Thomas Angelika Walter. Und sie fragt sich, ob es eine substanzielle Form gibt, also eine männliche und eine weibliche substanzielle Form, oder wirklich nur eine Seinweise. Also diese, was wir als Potenz haben und was wir als Akt haben, was wir aktualisieren können. Also dieses Zweifel hat sich wahrscheinlich zu den Schriften zu Maritain gebracht. Also das ist so in ihre personale Geschichte. Und so für Stein war die Gestalt Christi wirklich, also die Mittelpunkte, die sie gefunden hat, war diese Idee von Christus als die ideale Person. Und das war so dieses Verständnis von das Rohmaterial, das dann entweder die Form eines Mannes oder einer Frau annehmen würde. Alle Menschen sind aufgerufen, Christus nachzuahmen. Er ist der ideale Bild der Person, das die Menschheit gegeben würde, um konkret zu verstehen, wie jeder Mensch nach dem Bild Gottes geschaffen ist. Also Christus ist somit das konkrete Beispiel dafür, was es bedeutet, nach dem Bild Gottes geschaffen zu sein. Eine vollständige Person, oder ob männlich oder weiblich, ist eine Person, die den Ruf erfüllt hat, nach dem von Christus vorgelebten Beispiel zu leben.
Stein sagt uns, dass wir, wenn wir andere helfen, ihr volles Potenzial zu erreichen, sie auf dieses Bild hinweisen müssen, da dies der einzige Weg ist, um Eigenschaften, also falsche Eigenschaften zu erfüllen. Also sie spricht jetzt in dieser Vorlesung wie diese so typische oder Stereotype von Frauen, die in ihrer Gesellschaft ganz normal waren wirklich eine Vermeidung von dieser idealen Person und eine so Ergebnis von einer falschen Erziehung. Und das zu vermeiden, jede Person muss sich in eine wirklich vollendete Frauen oder Männer, vollendete Individuum erziehen werden, also erwachsen werden. Und das kann nur kommen, wenn die Bildungsprogramme, also das Bildungssystem wirklich an diese so Christusbild angewendet ist. Und das kommt wirklich klar in der Vortrag, die Stein gegeben hat, mit dem Titel Der Eigenwert der Frau in seiner Bedeutung für das Leben des Volkes. Also sie hat viele dieser Ideen über viele verschiedene Vorträge gegeben, wie man wirklich wir müssen erkennen, dass die Person mehr als Stoff ist. Die Person hat Seele, die Seele Form gibt. Und jede Person zu diesem Christusbild angerufen ist. Und wenn man jede Person in diese Erziehung bringt und zu Christus zeigt, dann kann diese Person wirklich eine vollendete Frau oder vollendete Mann kommen. Und das war wirklich der Weg, dieses so Problem in der Gesellschaft, in diese Krise, die sie erlebt hat, wie die Gesellschaft in der Zwischenkriegszeit in Deutschland war, das war der Weg, alle diese Krise zu erlösen, also dieses Schaden für die Person zu erlösen. Und also Stein ist sehr darauf bedacht, feste Kategorien und diese Stereotypen zu vermeiden. Und ihre beiden Aufsätze Frauenseele und Eigenwert der Frau auf die Bedeutung des Volkes kommt Stein auf das Thema dieser Frauenseele. Und hier ist, wo wir finden, warum sie manchmal missverstanden. Also es gibt ein Missverständnis von was Stein wirklich geschrieben hat. Andere Wissenschaftler, die diese Thema mehr gearbeitet haben, schreiben, wie in manche Teile Stein schreibt, was auf Englisch erkannt ist, Fractional Complementarity, also fraktionale Komplementarität, dass jede Person nur komplett ist, wenn sie in einer Beziehung mit jemand anderes ist. Das ist so eine falsche Komplementarität. Also nach die Meinung von Stein. Und die andere Komplementarität, zum Beispiel diese integrale Komplementarität. Jede Person ist eine Ganzheit, aber jede Person erfüllt eine bestimmte Rolle, die in der Gesellschaft wichtig ist. Aber sie sucht einen Mittelpunkt zwischen diese beiden Verständnissen von Komplementarität und von Mann und Frau. Und deswegen ist sie wirklich manchmal missverstanden, also was sie wirklich gedacht hat. Also wenn Stein von Komplementarität sprechen, scheint es wirklich wichtig, in diesem Kontext sie zu verstehen. Die Auftauche des Wortes ergänzen mag zunächst zu diesem Schluss führen, aber der Kontext, in dem sie es schreibt, ist ebenso wichtig. In einer Analyse von Genesis zum Beispiel verdeutlicht ihr Denken. Sie räumt ein, dass es einen Unterschied gibt, aber sie erkennt auch an, dass der Person etwas zugrunde liegt, was wir allen haben und das in unserer Realität als nach dem Bild Gottes geschaffen Wesen begründet ist. Da Gott sowohl die Frau als auch den Mann zu denselben 3 Aufgaben beruft, können diese von beiden erfüllt werden. Da der Unterschied aber von Anfang an besteht, muss es dafür einen Grund geben. Also es stellt diese Frage, yes, jede Frau und jeder Mann kann alles machen. Aber das passiert nicht. Also jede Person hat eine bestimmte Aufgabe, eine bestimmte Individualität. Warum gibt es dann von Anfang an diese Unterschied, aber auch die gleiche Ruf
Und das ist so diese Frage, die sie für viele Jahre sich fragt. Und sie merkt, klar, als Phänomenolog, sie hat versucht, auch diese Erfahrung von jeder Person zu erklären und zu erkennen. Und was das bedeutet, was dieser Zusammenhang von dieses so philosophische Denken, was Thomas von Aquin geschrieben hat und was die Erfahrung von jeder Person, die sie auch in sich selbst und in die andere beobachtet hat. Ja, ich werde hier Schluss machen. Also vielen Dank.